Herzlich willkommen bei JMO Films. Ich bin Jay. Ich bin Mo. Wir haben im Storytime-Video bereits angesprochen, dass wir mehr mit diesem Kanal machen wollen. Früher haben wir sehr gerne Filme gerankt und auch bewertet. Wir wollen jetzt ein neues Kapitel auf diesem Kanal starten und wie könnte man das besser als mit einem Star Wars Film-Ranking? First of all, ein paar Sachen zu Anfang. Diese Liste besteht aus unserer eigenen und freien Meinung. Das heißt, wenn ihr unserer Liste nicht zustimmt, dann ist das vollkommen okay. Schreibt uns einfach eure Liste unten in die Kommentare. Natürlich beinhaltet dieses Ranking-Video ein paar Spoiler zu den verschiedenen Filmen. Deswegen geht hier eine ganz klare Spoilerwarnung raus. Starten wir dieses Ranking mit Platz Nummer 11 mit Star Wars Episode 8 oder auch Star Wars The Last Jedi. Nun, als damals Episode 7 rauskam, war sehr viel Nostalgie in diesem Film verbaut. Sehr vieles ähnelt Episode 4 und es muss klar sein, dass Episode 8 rauskommt und einfach mal was Neues ausprobieren sollte. Als wir dann aus dem Kino raus waren, waren wir, muss ich ehrlich zugestehen, sehr enttäuscht von dem, was da Rian Johnson umgesetzt hatte. Aber dieser ganze Plot um Finn, Rey, Poe, Luke und Leia könnte einem wirklich nicht egaler sein. Angefangen bei Luke Skywalker, der Darth Vader bekehrte, der die helle Seite wirklich regelrecht verkörpert, hat das alles hinter sich gelassen? Bloß weil sein Neffe einen Albtraum hatte? Ich meine, come on, das kann ja nicht wohl wahr sein. Und will ihn da noch töten, anstatt mit seiner Schwester zu reden? Das ist für mich nicht Luke. War er nie. Finn, der als Deserteur der Ersten Ordnung gilt, hat sich jetzt wieder zu einem Deserteur für den Widerstand entwickelt. Wo ist da die Charakterentwicklung? Poe Dameron macht das einzig Richtige und versucht dem Widerstand zu erklären, dass sie fliehen müssen, anstatt auf diesen eigenen Scheißmond. What the fuck? What the fuck? Reden wir jetzt gar nicht über die neuen Hauptcharaktere wie eine Rose Tico oder eine Admiral Holdo. Ich meine, zunächst mal, es geht nicht gegen die Schauspieler. Die haben nichts falsch gemacht, die arbeiten mit dem, was ihnen gegeben wird. Hier bezieht sich das allein auf die Charaktere. Und Rose Tico bekommt einen der uninteressanten Plot. Sie wirft ein uninteressantes Thema in diesem Film auf, rennt nur Finn hinterher, dann diese erzwungene Romanze mit Finn kommt aus dem Nichts. Warum? Genauso ist es mit Admiral Holdo, die ganze Zeit Räuber und Gendarm mit Poe Dameron spielt, während die Erste Ordnung den so dermaßen im Nacken sitzt und die fast vernichtet, den letzten Widerstand. Genauso ist es mit der dunklen Seite. Kylo Ren wird kindlich gehalten und ist überhaupt nicht furchteinflößend in diesem Film. Genauso ein General Hux. Er wird gleich in den ersten paar Minuten dieses Films von Poe Dameron mit einem der Mutterwitze auseinandergenommen. Mann, das ist doch kein Star Wars Humor mehr, das ist einfach nur Marvel Humor und das passt einfach nicht für mich in so eine Star Wars Welt hinein. Genauso Snoke. Snoke wird einfach wie Lukes Lichtschwert über die Schulter geworfen. Ja, können wir doch einfach machen. Wir schaffen einen neuen Bösewicht und schmeißen den einfach direkt wieder in die Tonne. Perfekt. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich überhaupt zu diesem Film sagen und denken kann. Weil nach diesem einmal muss ich den nicht unbedingt nochmal sehen. Und ja, das ist zu Recht der verdiente und letzte Platz. Gehen wir einen Platz nach oben in unserem Ranking. Platz 10 und viele können sich schon denken, es ist Solo A Star Wars Story. Wir mögen den Film schon zu gewissen Teilen. Wir finden, er hat mehrere starke Momente und vor allem der Schauspieler von Han Solo, Alden Ehrenreich, hat ihn wirklich gut verkörpert und auch Daniel Glover als Lando Calrissian hat es auch sehr gut gemacht und wir mögen vor allem die Grafik. Allerdings hat der Film sehr viele negative Aspekte. Zunächst einmal die Romanze zwischen Qi'ra und Han Solo. Wir finden, sie funktioniert einfach nicht. Sie ist plottechnisch nicht ausgereift und auch die Chemie zwischen den beiden Schauspielern war irgendwie einfach nicht passend. Nebencharaktere wie Crimson Dawn fanden irgendwie keinen Anschluss. Oder auch L3 als Droide war irgendwie so komisch gestaltet. Sie hat auf einmal ein Herz, wird geliebt von einem Lando Calrissian. Warum? Woher? Wie soll das überhaupt funktionieren? Auch eine Enfys Nest. Es kommt so aus dem Nichts, dass sie eine Rebellenallianz gründen will. Noch eine Gruppe. Saw Gerrera.
Rebels, Mon Mothma, wer denn noch? Es sind einfach zu viele und Enfys Nest passt da irgendwie auch einfach nicht rein. Sie ist zu schwach geschrieben, unserer Meinung nach. Oder die Darth Maul-Szene. Natürlich, wir haben alle geschrien, als wir ihn im Kino gesehen haben. Es war ein geiles Gefühl. Aber rückblickend macht die Szene einfach keinen Sinn. Warum muss er jetzt dort auftauchen? Warum muss er in Solo sein? Zusammenfassend muss man einfach sagen, Solo war besser als Episode 8, deswegen ist der Platz höher auch verdient. Dennoch, er leidet eben unter Episode 8 und hat auch sehr viele Schwächen, weshalb er auf diesem Platz gerechtfertigt ist. Kommen wir nun zu Platz Nummer 9 und wie könnte es passender sein als Star Wars Episode 9, Star Wars The Rise of Skywalker. Ja, nach dem Episode 8 Fiasko von Rian Johnson hatte es J.J. Abrams regelrecht schwer, da dieser Film wirklich die Fangemeinde spaltete und es nur noch ein Film war, der die Skywalker-Saga zu einem würdigen Ende bringen sollte. Nun, Episode 9 war nicht so schlecht wie Episode 8, allerdings merkt man diesem Film einfach an, dass er unter Episode 8 irgendwo leidet. Denn er versucht gleich in der ersten halben Stunde einfach die ganzen Sachen oder Ereignisse, die im 8. Teil passiert sind, gleich zu retconnen und eine neue Story zu entwickeln. Und man merkt diesem Film auch einfach an, dass zum Beispiel ein Sheev Palpatine nie in diesem Film geplant war. Oder auch die Herkunft von Rey. Ich meine, dass sie jetzt auf einmal die Enkelin von Palpatine ist. Ich meine, come on, im 7. hieß es noch, sie ist eine entfernte Verwandte von Obi-Wan Kenobi. Im 8. heißt es auf einmal, sie ist ein Niemand. Und jetzt ist sie eine Verwandte einer der mächtigsten Personen in der Galaxis, die es je gab. Come on, das kommt ziemlich aus dem Nichts. Und das merkt man dem Film auch leider an. Aber was gut funktioniert und das funktioniert besser als in Episode 7 und 8, ist die Chemie zwischen Finn, Poe und Rey, weil sie zum ersten Mal wirklich zusammen interagieren. Allerdings hätte ich ein paar Sachen in diesem Film auch nicht gebraucht, wie die Backstory von Poe Dameron, dass er Gewürzschmuggler war. Aber was sehr geil funktioniert und die Übergänge sind sehr gut gemacht, ist die Verbindung zwischen Rey und Kylo Ren. Ich meine, diese Verbindung ist echt stark. Es ist auch was Neues im Star Wars Universum, so eine enge Verbindung in der Macht. Und Adam Driver spielt Kylo Ren durch die Bank weg eigentlich immer gut. Ist mein persönlicher Lieblingscharakter aus diesen ganzen Sequels. Allerdings hätte ich jetzt diesen Endkuss mit Rey und ich weiß, es gibt viele Reylo-Fans da draußen, aber ich bin nicht so wirklich ein Fan von dieser Romanze, weil sie nun nicht wirklich ausgearbeitet war und nicht wirklich existiert hat und einfach für die Fans reingemacht wurde. Alles in allem ist der Film okay. Er ist nicht wirklich gut, er ist aber auch jetzt nicht grottenschlecht. Ich meine, es hat gute Szenen, die Grafik sieht wieder ganz gut aus und auch die Schauspieler versuchen alles Mögliche aus ihren Figuren rauszuholen, was geht. Deswegen verdienter 9. Platz. Platz 8 bestreitet der letzte verbleibende Teil aus der Sequel-Reihe. Episode 7, man hätte sich's fast denken können, wir sind keine großen Fans der Sequels. Allerdings finden wir, dass das definitiv der beste Teil aus dieser Reihe ist. Wir sind mit großen Erwartungen ins Kino und wurden auch zum Großteil nicht enttäuscht. Charaktere wie Finn, General Hux oder auch Kylo Ren waren wirklich interessant gestaltet und man wollte mehr über sie erfahren. In diesem Teil haben sie unglaublich gut funktioniert. Die Rede von General Hux war wirklich episch, sie erinnern sogar an NS-Zeiten. Oder auch Finn, es war so interessant, einen desertierten Sturmtruppler zu sehen. Auch ein Snoke war so mysteriös. Der 7. Teil funktioniert charaktermäßig wirklich gut. Aber es gibt natürlich ein großes Aber. Wir finden, Episode 7 ist ein absoluter Abklatsch von Episode 4. Die Starkiller-Basis wird sogar in dem Meeting wirklich als großen Todesstern betitelt. Es ist echt lächerlich. Oder auch schon wieder ein Charakter vom Sandplanet. Rey. Wir hatten erst Anakin, dann hatten wir Luke, jetzt haben wir Rey. Kennt Disney nur Sandplaneten? Ich meine, gibt's auch andere Menschen in der Galaxis? Außerdem, Rey kann irgendwie alles von Sekunde 1 an. Sie ist irgendwie übermächtig, von Anfang an. Und es passt einfach nicht. Jeder braucht irgendwie eine Entwicklung und das sieht man bei ihr einfach nicht.
Zudem ist das Worldbuilding allgemein in den Sequels echt langweilig und schlecht und natürlich auch in Episode 7. Darum war es einfach nicht rund. Über Episode 7 lässt sich genauso viel Gutes wie Schlechtes sagen. Es war ein wirklich guter Start für eine neue Ära im Star Wars-Universum, allerdings rückblickend hat auch er nicht so 100%ig funktioniert. Kommen wir zu Platz Nummer 7, zu Episode 4, dem allerersten Star Wars Film, der tatsächlich auch mein erster Kontakt mit Star Wars war, den ich damals mit meinem Vater geguckt habe und ich total begeistert war von dieser ganzen Welt, von Luke Skywalker bis hin zu Darth Vader, dem Todesstern. Ich war einfach begeistert. Ich wollte in diese Welt mit eintauchen und das ist natürlich auch der Grund, warum ich heute hier stehe, einen Fanfilm gedreht habe und über diese Filme rede. Zunächst einmal alles, was gut an diesem Film funktioniert. Die Welt, in die uns George Lucas entführt, ist einfach atemberaubend. Man ist gleich drin. Die Charaktere funktionieren einfach perfekt und interagieren auch sehr gut untereinander. Ich meine, Han, Luke und Leia, das ist einfach das Originaltrio und das funktioniert auch bisher einfach immer noch am besten. Auch Darth Vader oder ein Grand Moff Tarkin sind die perfekten Bösewichte. Allerdings ist die Story recht simpel gehalten und nicht so komplex wie in den anderen Teilen oder dem emotionalen Punch vielleicht. Und natürlich auch die Grafik, wo mit reinspielt. Ich weiß, der Film wurde vor 40 Jahren gedreht, aber er reicht halt einfach von der Grafik nicht an die restlichen Teile ran. Aber alles in allem, dieser Film hat Geschichte geschrieben und ist bis heute einer meiner absoluten Favorites, auch wenn er nur auf Platz 7 ist. Wir sind im Mittelfeld und kommen jetzt zu Platz 6 und das ist lustigerweise der Teil, mit dem ich angefangen habe, Star Wars zu gucken. Episode 1. Der Beginn der Vorgeschichte zur Originaltrilogie und der Beginn von so ziemlich der größten Meme-Quelle überhaupt. Hello there. Die größte Stärke des ersten Teils sind definitiv die Charaktere. Egal ob ein Qui-Gon Jinn oder ein Darth Maul, sie sind unheimliche Scene-Stealer. Und auch eine Padme Amidala funktioniert unheimlich gut als versteckte Königin. Genauso ein Chief Palpatine. Man spürt von Anfang an, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und das setzt auch so ein bisschen eben ihn als Bösewicht voraus. Außerdem ist es sehr interessant zu sehen, wie man den jungen Anakin Skywalker findet, seine Origin-Story zu erfahren, wie er von einem Sklavenjungen zur größten Legende der Galaxis wird, ist wirklich interessant zu sehen. Nur hat der Film eben auch ein paar Nachteile. Es wird sehr viel über Politik geredet, was den Film zeitweise ein bisschen langweilig macht. Auch Charaktere wie Jar Jar Binks sind sehr umstritten und wir finden ihn auch etwas nervig. Doch trotz dieser kleinen Fehler finden wir, Star Wars Episode 1 ist wirklich ein guter Film und wir schauen ihn auch gerne immer wieder. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 5 und ich glaube, das ist so mit der kontroverseste Platz, weil das ist genau das Sequel zu Episode 1, Episode 2, Angriff der Klonkriege. Lasst mich erstmal erklären, warum und wieso wir diesen Film so weit oben haben. Okay, zunächst einmal, ich habe den Film mit 10 und 12 gesehen und damals hat er mir mega gefallen. Ich fand dieses Worldbuilding sowas von interessant. Ich fand die Story cool. Ich fand der Kampf auf Geonosis war nice. Die Arena war bombastisch. Die Verfolgungsjagd auf Coruscant sah atemberaubend aus. Diese Schauplätze allein, der Jedi-Rat, all das war so interessant. Auch Ewan McGregor und Hayden Christensen haben so eine gute Dynamik und das spürt man den ganzen Film hindurch. Auch wenn diese romantischen Szenen auf Naboo wirklich, und das muss ich auch ehrlicherweise zugestehen, der absolute Cringe war und ich weiß auch nicht, was George Lucas sich dabei gedacht hat, war er dennoch irgendwo gut. Auch die Szenen auf Tatooine mit Anakin Skywalker, wie er den ersten Schritt Richtung dunkle Seite macht, war einfach atemberaubend. Man hat wirklich mitgefiebert mit Anakin und der Endkampf gegen Count Dooku war einfach genial. Count Dooku als so kühl und als starken Machtnutzer zu sehen, war etwas anders als ein Darth Vader oder ein Darth Maul.
denn Darth Tyrannus setzt mehr auf Taktik als auf rohen Angriff und das unterscheidet ihn dann doch unter Darth Vader und Darth Maul. Deswegen macht es auch ihn zu einem interessanten Charakter und Christopher Lee spielt ihn natürlich auch sehr, sehr gut. Auch das Ganze mit Kamino und der Klonarmee war mega interessant. Dass die Jedi insgeheim eine Armee hatten gegen die Separatisten, war einfach stark und das hat mich einfach total als Kind überzeugt von diesem Film und deswegen ist es für mich und bleibt es für uns auch ein Guilty Pleasure, auch wenn er wirklich seine Schwächen hat, ist er trotzdem in unserem Herzen und deswegen ist er ein verdienter 5. Platz bei uns. Wir sind in den Top 4 angekommen und wir müssen sagen, jetzt kommen eigentlich wirklich nur noch tadellos gute Filme. Wir finden eigentlich kaum noch irgendwas Schlechtes an ihnen. Und unser verdienter Platz 4 ist Episode 6. Der eigentliche Abschluss der Star Wars Trilogie und für uns eigentlich auch ein echter Abschluss. Für uns hätte es eben keine Sequels gebraucht, denn Episode 6 war wie gesagt ein würdiger Abschluss. Für mich war der Film durchwegs perfekt, von Anfang bis Ende. Egal ob am Anfang Jabba's Palast zu sehen und die Unterwelt von Star Wars kennenzulernen oder auch direkt in den ersten Minuten zu sehen, ein Luke Skywalker, der einen unglaublichen Werdegang seit Episode 5 vollzogen hat, war einfach beeindruckend. Und auch im zweiten Teil des Films, diese 3 Handlungsstränge, die miteinander kooperieren, Endor, die Raumschlacht und der Thronsaal, die funktionieren alle unglaublich perfekt und bringen eine enorme Spannung mit sich, die sich bis zum Ende des Films aufrechterhält. Und auch das Ende war für mich einfach perfekt. Es war schön gestaltet, alle nahmen sich in die Arme, jeder Hauptcharakter bekam eine kurze Sequenz. Die verschiedenen Welten feiern, wie das Imperium zu Ende geht und wie eine lange Regentschaft in Dunkelheit ein Ende findet. Und auch die Machtgeister nochmal zu sehen, egal ob es Obi-Wan waren, Yoda oder auch einen Anakin Skywalker, in einer Remastered Version sogar noch den jungen Hayden Christensen. Es war einfach ein durchweg perfektes Ende und für mich das perfekte Ende für die Skywalker-Saga. Wir kommen jetzt zu den Top 3 in dieser Liste und es fängt mit dem Platz Nummer 3 an mit Rogue One. Ja, Rogue One war zum ersten Mal ein richtiges Kriegsepos innerhalb von Star Wars. Was dem Film gelingt, ist auf jeden Fall, dass es nicht nur das ultimative Böse und nicht nur das ultimative Gute gibt, sondern auch es Zwischenräume gibt, dass sowohl die Rebellen als auch das Imperium mal gut, mal schlecht arbeitet und dreckig. Wir haben verschiedene Charaktere in diesem Film, ob ein Orson Krennic, eine Jyn Erso oder ein Cassian Andor. Jeder ist interessant genug und jeder macht eine Charakterentwicklung durch. Orson Krennic will sich beweisen im Imperium und duelliert sich mit Grand Moff Tarkin und die Gunst des Imperators. Andor versucht alles, um das Imperium zu stürzen und Jyn Erso ist mittendrin verwickelt, da ihr Vater an dem Bau des Todessterns mitgeholfen hat. Auch die weiteren Mitglieder der Crew bringen der Story echt viel und sind auch für jeden Einzelnen sehr, sehr interessant geschrieben. So hat man mit den Charakteren in jeglicher Hinsicht ein spannendes und wirklich gut gelungenes Finale. Auch wenn am Ende alle Charaktere sterben, belohnt uns Disney dann doch mit dieser legendären Hallway-Scene von Darth Vader, die nochmal zeigt, wie stark der dunkle Lord ist. Und das schließt den Film perfekt ab und deswegen ist der Film auch auf Platz 3 und auch verdient. Unser Platz 2, es wird spannend und Trommelwirbel, es ist Episode 5. Klar, für manche kontrovers, da viele Episode 5 eben als Platz 1 sehen. Wir finden aber, er hat einen verdienten 2. Platz, denn er zeigt wirklich, dass unsere Helden verletzbar sind. Allein die Verfolgungsjagd und die Schlacht um Hoth zeigt, wie fragil die gesamte Rebellenallianz ist und wie leicht sie doch besiegt werden kann. Allein die pure Macht von Darth Vader zeigt das. Danach sehen wir, wie Luke von Yoda auf Dagobah trainiert wird. Und es zeigt sich schnell, dass das Training für Luke unglaublich schwer ist und wie er durch Eigensinnigkeit nach Bespin reist, um seine Freunde retten zu wollen, obwohl er definitiv noch nicht bereit dafür ist. Die Charakterentwicklung ist hierbei einfach maßgeblich für diesen Film. Er gibt ihm eine unglaublich starke Tiefe. Auch
der Twist auf Bespin, dieses unglaubliche Nein, ich bin dein Vater, das hätte damals niemand erwartet. Und das ist bis heute noch das Filmzitat. Das hat einfach Filmgeschichte geschrieben. Und deshalb ist der 5. Teil einfach einer der Must-Watch-Filme bis heute. Und das wird er auch immer bleiben. Und darum ein absolut verdienter Platz 2. Kommen wir zum Platz Nummer 1 und das ist wohlverdient Episode 3, die Rache der Sith aus unserer Sicht, da dieser Film einfach durch die Bank weg gut war. Alles, was in diesem Film passiert, ist einfach atemberaubend. Als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich mich mit diesen Figuren so identifizieren konnte, am meisten mit Anakin Skywalker, und das hat mir einfach das Herz zerrissen, wie er zu Darth Vader wird. Aber der ganze Film besteht nur aus atemberaubenden Szenen, egal ob es die Schlacht über Coruscant ist, egal ob es der Kampf gegen Count Dooku ist, egal ob es die ruhigen Gespräche mit Palpatine und Anakin sind oder die Gespräche im Jedi-Rat oder der Kampf auf Utapau. All das, und über den Endkampf und den Jedi-Tempel brauchen wir, glaube ich, nicht reden, oder allgemein die Order 66. Das hat uns, glaube ich, allen das Herz gebrochen, als die Klone sich gegen die Jedi wandten und Anakin und Obi-Wan sich duellieren mussten und man wirklich diesen Schmerz in Obi-Wan sieht, wie er gegen seinen alten Freund kämpfen muss, und auch, dass Padme am Ende stirbt, zerreißt einem förmlich das Herz. Und das ist einfach so gut geschrieben, und genau das ist, was diesen Film so unglaublich gut macht. Dieser emotionale Fall von Anakin, Obi-Wan, dem ganzen Jedi-Rat, unseren Helden aus Episode 1 und Episode 2, dass alles zerfällt und dass Palpatine an die Macht kommt, dass Anakin wirklich verstümmelt wird, kein wirkliches Leben mehr hat, nur noch eine Maschine ohne Gefühle ist, und Obi-Wan und Yoda sich verstecken und zurückziehen müssen. Dass Padme stirbt bei der Geburt ihrer beiden Kinder. Einfach unglaublich, und mir zerreißt immer wieder das Herz, wenn ich diesen Film sehe, aber deswegen liebe ich ihn auch so sehr, weil er so perfekt geschrieben ist und direkt in die Originals übergeht, ist es einfach genial. Und auch erst dadurch, glaube ich, Platz 1, weil wir halt mit den Prequels aufgewachsen sind und wir uns halt mit diesen Figuren mehr identifizieren können. Und genau deswegen ist für uns Episode 3, die Rache der Sith, der perfekte Platz 1. An dieser Stelle möchten wir noch die 3 Clone Wars Filme nennen. Einmal die 2003er Filme in 2D und den 2008er Film in 3D. Wir fanden aber, dass sie nicht in dieses Ranking passen und wir uns eher auf die Real-Life-Verfilmungen konzentrieren wollten. Das war unser Star Wars Film Ranking. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und schreibt uns mal gerne eure Liste in die Kommentare. Noch als kleine Info, wir werden ab jetzt jeden 1. des Monats um 18 Uhr ein neues Video auf unserem Kanal hochladen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf neue Videos von uns freuen. Und bis bald auf unserem Kanal.